Jawohl, kann losgehen. Erste Etappe, Flughafenziel erreicht. Wir sind gespannt und ein bisschen nervös, aufgeregt. Anspannung steigt. Und ja, jetzt die paar Stunden noch vor uns, bis wir dann endlich im Reiz angekommen sind. Los geht's, würde ich sagen. Herzlich willkommen zum ersten Teil der Keilerjagd unseres Lebens. Mit insgesamt 4 Jägern und mir als Kameramann flogen wir Anfang Juni für insgesamt 6 Tage mit An- und Abreise in die Türkei. Fahren wir. Was wird das jetzt? Hat da von euch irgendeiner so ein bisschen Plan? Das geht schon wild los, oder? Auf alle Fälle. Das fühlt schon irgendwie komisch an, mit so einer Waffe mit Waffen zu laufen, aber man sieht es zum Glück nicht. Man kann nur erahnen. Am Flughafen in Köln angekommen, galt es zunächst, die Waffen und Munition als Sondergepäck aufzugeben. Christian, wie ist die Lage? Im Moment alles gut. Total entspannt. Nachdem mir Bier weggeholt worden ist, das mir gegönnt. Nicht immer als Bier gönnen die uns noch. Ja, ich glaube, es war alles andere als harmonisch. Der Einstieg in den Jagdurlaub, aber ja. Bei uns gilt gut, wir hatten keine Probleme, aber die älteren Leute haben eine ganze gut weggesteckt. Nach mehreren Strapazen am Flughafen und im Flieger konnten wir mit 1 Stunde Verspätung abheben. In Izmir gelandet, wartete unser Gastgeber bereits auf uns, um uns bei der Waffeneinfuhr zu unterstützen. Das war absolut Gold wert. Vom Flughafen aus ging es dann für 2,5 Stunden nach Dikili, was nördlich von Izmir und ebenfalls direkt am Ägäischen Meer liegt. Kannst du eine Route von mir aus reinschmeißen. Wie lange reicht das? So, hier wird das Geld nicht am Bankautomaten gewechselt, sondern beim Juwelier um die Ecke. Wir haben uns einmal versucht, reich zu fühlen, indem wir halt gerade mal 100 € gewechselt haben, aber der Kurs der Lira ist ja einfach am Boden. Und die anderen gehen jetzt hier gegenüber beim Friseur sich mal einmal schick machen und wir gehen jetzt mal Mittagessen uns holen und schauen uns mal ein bisschen die Läden hier an. Das ist einfach gigantisch, wenn du einfach wieder in einer anderen Kultur unterwegs bist und das ja, einfach miterleben kannst. Das ist einfach genial. Schöne frische Eier. So, und hier gibt es jetzt bis mal zum Mittag. So, wie jetzt sich hört, erstmal gute Eier ran, bevor dann gleich was Leckeres hier vom Mittagsmenü gibt. Ja, was ganz Besseres geben als so einen leckeren Mittagstisch, frisch gemacht, hier vom türkischen Einkaufsstraße, richtig geil, mega. Wir sind hier in einem Jagdclub, hier sitzen einfach brutal viele Jäger und Sportschützen zusammen jetzt am Mittagstisch, mega verrückt. Und ja, hier sind ein paar Trophäen ausgegangen, trinken erstmal hier ein Kaltgetränk, einfach genial. Ja, Kaya hat uns gerade erzählt, dass die Hunde tatsächlich überall hier offen empfangen werden. Hier gibt es ja total viele Straßenhunde und hier in der Gegend, wo wir jetzt hier sind, werden überall tatsächlich auch Hundebetten aufgebaut oder einfach auch irgendwelche Schlafplätze. Und hier liegt jetzt auch gerade ein Hundewelpe in dem Körbchen und einfach ja, mega herzhaft von den Leuten. Die empfangen einen mega offen und auch genauso die Tiere. Es ist einfach richtig, richtig herzlich und wir fühlen uns richtig gut aufgehoben hier. So, dann mal kurze Abrichtung nach der langen Strapaze. Jawohl, Jungs, so geht's.
Wunderbar, weit und breit. Keiner zu sehen. Wunderbar. Guck dir das mal an hier. Wie herrlich. Alles nur einheimisch, wenn überhaupt. Wunderbar angetroffen. Sehr schön. Nachdem wir den Mittag nutzten, um uns nochmal abzukühlen, trafen wir uns abends erneut im Hotel, um gemeinsam in der Stadt essen zu gehen und die Kultur mitzuerleben. Auch das gehört für uns zu einer Jagdreise ganz klar dazu. Hier, die Musik gehört genau dazu hier. Wunderbar. Wir ließen uns die Hausmannskost schmecken und waren schon gespannt, was uns wohl heute am ersten Ausgang in der Türkei erwartet. Wir werden jetzt im Prinzip auf der Rückseite vom Lars auf dem Berg sitzen und heute Abend hoffentlich die Sauen kriegen oder besser gesagt die Keiler beschießen. Es werden noch ein paar Rotten wahrscheinlich dabei sein. Aber die Tiere halten sich jetzt zurzeit eher in Feldern auf, wo sie viele Esung haben. Eher weniger an den Bergen, weil die Früchte noch nicht gereift sind. Die werden erst im August reif, wie Feigen, Birnen und allem drum und dran. Deswegen halten wir uns jetzt heute mal an die Weizen und an die angehenden Maisfelder, wenn die schon da also fertig sind. Mal gucken, Weidmannsheil auf jeden Fall. Aber die Zeit ist sehr, sehr liebe Menschen. Also wir haben ja die Jagdreisegesellschaft vor einem Jahr gegründet. Das war immer so mein Traum. Und jetzt haben wir damit begonnen, seit die dritten Kunden sozusagen. Was ist dabei zu beachten? Wir schicken immer ein Infoblatt dazu. Man kann in die Türkei ohne Probleme seine Waffen mitbringen. Die Einfuhr und so weiter, da kümmern wir uns drum. Wir haben einen Flughafentransfer, den wir mitmachen. Das heißt, wir holen euch am Flughafen wie bei euch auch ab. Wir machen die ganzen Zollabwicklungen, die ganze Polizei und alles Mögliche. Und dann fahren wir dementsprechend erstmal ins Hotel, wo wir uns dann erstmal was zu Gemüte führen. Und dann geht es eigentlich, ohne zu zögern, direkt ins Revier raus. Und wir mischen das meistens so mit Ansitzjagd und Pirschjagd zusammen, je nachdem, wie die Kirrungen angenommen worden sind. Und haben meistens damit natürlich auch Erfahrung. Wir haben eine Lizenz für die ganze Türkei. Das heißt, wir suchen uns vorher die Reviere raus, wo viel Ruhe ist. Wir gehen selber durch, gucken, was für Bestand da ist, ob die großen Keile auch wirklich da sind. Und dementsprechend tun wir die Stadt auswählen, wo wir jagen. So wie hier. Und dann wird das Ganze organisiert mit dem Jagdgast. Und dann fahren wir die Stelle an. In Deutschland hatten wir uns bereits intensiv vorbereitet und unser Equipment zusammengestellt. So, das sind die neuen Schalldämpfer. Probieren jetzt hier mal den größten aus, weil die 9.3 auch das größte Kaliber ist, das wir nutzen. Letztlich fiel unsere Büchsenauswahl auf die Sauer 101 im Kaliber 9,3 x 62 mit einem Freyon Divik Frontschalldämpfer mit einem Titankern. Einmal willst du nach vorne schicken? Wir hatten die Möglichkeit, verschiedenste Schalldämpfermodelle von Freyon und Divik zu testen und direkt miteinander zu vergleichen. Bei der Munition fiel unsere Wahl auf die Gecko Star. Es handelt sich hierbei um ein bleifreies Deformationsgeschoss mit maximaler Tiefenwirkung und hohem Restgewicht. Theoretisch genau das richtige Geschoss für starke Keiler. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Schalldämpfer jetzt genauso ist wie bei dir und dass er auch genauso dahin trifft, wo du auch eben hingetroffen hast mit dem anderen Schalldämpfer. Also ob die wirklich 1:1 dahin schießen, wo du mit dem anderen Schalldämpfer auch hingeschossen hast. Das wäre ja brutal geil, dann kann man ja wirklich einfach durchtauschen. Geil. Also Zielfernrohr gefällt mir auf jeden Fall auch super gut. Einfach richtig geile Auflösung mit Rotpunkt,
13-fache Verstellung und trotzdem auch richtig geil, also schon top. Merkst du dann, wenn du im Ziel bist, dass man schnell wackelt oder geht das gut? Hier ist tatsächlich eine krasse Verschiebung, siehst du? Also hier schießt der Schalldämpfer nicht genau dahin, wo der andere Schalldämpfer hingeschossen hat. Ja, krass, wie unterschiedlich das ist, ne? Ja. Also bei mir, ich habe wirklich komplett versucht auch gleich anzuziehen, es hatte 1:1 funktioniert. Und ich finde tatsächlich von der Dämpfleistung? Dämpfleistung her und vom Schall her, würde ich jetzt mal so behaupten, ist der größere tatsächlich jetzt hier für die 9.3 schon besser geeignet. Also, Das ist ein anderes Kombi nochmal. ja, ich mache mal noch einen Schuss. Ja. Aber so ist zumindest die Einschätzung. Aber so war ja auch von uns vorher auch ausgesucht, ne? Genau. So, jetzt wird noch einer ausprobiert. Ja, nochmal kleiner. Schauen wir mal. Machen wir mal drauf, das da verstehe ich nicht. Das ist doch die ganze. Ich habe gerade bei meiner Einheit Und? Der schießt auch wieder dahin? Schießt genau in die Mitte. Schießen alle gleich bei mir. Das ist ja verrückt. Aber 1:1 genau dahin, ne? Ja, passt perfekt. Ich kann noch weiter schießen. Das ist ja wirklich geil. Und was sagst du dem Schalldämpfer? Der würde noch gehen. Ja. Also hätte ich jetzt kein Problem mit, aber du merkst nochmal, ich finde den Rückstoß nochmal, den merkst du nochmal mehr. Geht bei der 308 ja sowieso, ne? Aber jetzt im Pirschen würde ich mir den montieren. Also, welches von den drei dann dein Favorit? Also wenn ich faul bin und immer montiert habe, würde ich die mittlere Variante nehmen. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich mal gucke, dass ich Lightweight oder kürzer nochmal eine Variante suche, weil der ja nochmal vorne drauf geschraubt ist, Ja. dann würde ich den nehmen. Ja, okay. Und ich hätte jetzt auch keine Sorge, da müsste ich jetzt nicht nochmal einschießen. Ja, das ist schon geil, ne? Das ist der Wahnsinn. Also wirklich 1:1 dahin gegangen. Wohin auch die anderen Schüsse bei den anderen beiden Schalldämpfern gegangen sind. Ich bin happy. Wie wird ansonsten in der Türkei auf Wildschweine gejagt? Kannst du uns nochmal ganz kurz einfach eine Info geben oder Genau. einfach den Vergleich aufstellen? Eigentlich haben wir ganz wenige Hobbyjäger, die auf Wildschweine gehen und das sich zu Hobby gemacht haben und Wildschweine jagen. Das ist halt so in der Person drin, so wie bei uns in Deutschland. Es gibt viele, die Wildschweinjäger sind, die anderen gehen lieber auf Rotwild. Ja. Aber meistens ist es eher die Jagd wegen Schadensverhütung. Dadurch, dass die Tiere nicht gegessen werden, man muss kategorisieren, in Deutschland sind essbare Wildarten Wildschwein, Reh, Hirsch zum Beispiel. In der Türkei sind die essbaren Reh, Hirsch, aber Wildschwein ist leider Gottes nicht in der Kategorie. Das muss man akzeptieren und hinnehmen. Es ist durch der Religion geschuldet und mir ist es auch zu schade, das Wildbret einfach so liegen zu lassen. Deswegen fahre ich meistens Tierheime an und bringe das Wildbret den Tierheimen. Und die tun das dann abkochen und als Futter den Hunden, den Katzen verfüttern. Damit ist meiner Meinung nach das Wildbret nicht einfach in der Natur liegen gelassen worden. Das, was nicht zu Bergen geht, das ist dann so schwieriges Gelände, dass meistens auch Bären und Wölfe und die Schakale sich das dann nehmen. Aber wir nehmen trotzdem so die Keulen und die Blätter mit, dass dann wenigstens das zu Gemüte der Hunde oder der Katzen zugeführt werden können. Ja, ist ja auch schön, dass das auch dann dementsprechend genutzt wird und nicht einfach in der Natur liegen gelassen wird. Genau. Obwohl in der Natur ja natürlich auch in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden würde und dementsprechend die Bären oder Wölfe nicht an Nutzvieh gehen und dementsprechend ja auch ein Nutzen dann da wäre, wenn sie denn dann hier liegen bleiben würden. Das ne? auf jeden Fall, ja. Dann Ja. gehen sie nicht an die Nutztiere, da müssen die Kangals nicht die Wölfe töten, das muss ja auch nicht sein. Die Wölfe sind auch wunderbare Tiere, meiner Meinung nach. Die gehören hier in diese Landschaft dazu. Auf alle Fälle. Das ist schön weitläufig
und hier haben sie ihren Lebensraum und die sollten uns auch erhalten bleiben. Das ist einfach Vielfalt. Genau, richtig. Ja, und uns lag auch viel daran, dass wir hier hinkommen und auch die Wildschweine verwertet werden, weil wir das aus Deutschland ja einfach nicht kennen und es dementsprechend dann immer so ein bisschen verwerflich finden, wenn dann einfach Tiere liegen bleiben werden, die bei uns in Deutschland gegessen werden. Besonders bei der Masse an Fleisch, die halt an den Tieren halt dann dran ist. Richtig. Ich bin ja selbst auch in Deutschland Jagdpächter und Jäger seit über 25 Jahren und mir liegt auch viel dran, das Wildbret nicht liegen zu lassen, weil in Deutschland machen wir es auch nicht. Wir verwerten das ja und ich habe nur diese Lösung gefunden. Es gibt in Izmir Menschen, die das gerne essen, denen verschenken wir das. Oder sagen, wo das Tier ist, dann kommen die selbst und holen sich die Lieblingsstücke ab und den Rest geben wir halt wieder den Tierheimen, Ja. dass die dann zufrieden sind. Zurück in der Türkei. Bevor es für uns rausging, machten alle Schützen mit ihren mitgebrachten Waffen einen Probeschuss. Unabdingbar, um nach einer langen Anreise sicher jagen zu können. Und dann kann er sich nicht mehr bewegen. Der fährt nicht. Schießt er auf Blatt, wenn die da irgendwo reingehen. Ist schon klar. Wir haben das ja so. So, wir haben jetzt unsere Probeschüsse gemacht, alle 4 Waffen, das passt soweit alles. Wir haben jetzt 2 schöne Plätze, einmal einen Hauptwechsel, da können die Saunen nur durchlaufen, da das eine Brücke ist, da ist eine Straße. Und da sind die Saunen gezwungen, da durchzulaufen. Da wird sich also die 2 Jungs hinsetzen. Und dann haben wir nochmal einen schönen Hang, wo auch ein sehr guter Saunenwechsel ist, wo wir dann auch im Prinzip noch jemanden hinsetzen. Die Jungs sind jeweils dann immer mit einem Guide besetzt. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen schönen dicken Keiler gleich sehen. Vielleicht sogar noch im letzten Büchsen nicht, dass wir den noch auf die Kamera bekommen. Und im Notfall dann halt auf die Wärmebildkamera. Ne? Aber Hauptsache er liegt im Knall. Wir haben keine Nachsuche. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil, Jungs. Es dauerte nicht lange, bis wir das erste Stück Schwarzwild hinter uns im Hang beobachten konnten. Und dann wurde es urplötzlich richtig spannend. Direkt vor uns wechselte ein starkes Stück Schwarzwild aus und suhlte sich im Bachbett. War es bereits der passende Keiler? Tobi und Kaya ließen sich genügend Zeit zum Ansprechen und kamen zum Ergebnis, es war der erste passende Keiler. Jetzt hieß es, bloß die Nerven behalten und im richtigen Moment einen Schuss antragen. Noch einen drauf. Schlägelt nicht. Bleib drauf, alles drauf bleiben. Ja, ist okay. Weidmanns Heil, mein Freund.
Und nun nochmal aus Tobis Perspektive. Bleib drauf, alles drauf bleiben. Ja, ich bleib drauf. Halt mal Zahl, mein Freund. Ja, brauchst du nichts mehr, die steht nicht mehr auf. Tobi, Weidmannsheil, Alter. Weidmannsheil, fast noch im Helm, ey. Also Leute, wir haben gerade 9:30 Uhr, 22 Uhr in der Dämmerung und der Tobi hat gerade hinter uns die erste Sau entdeckt. Wir haben vor uns auch noch einen dicken Keiler gehabt, der ist durch die Dickung durchgelaufen und 5 Minuten später steht hinter uns der Keiler und sucht sich schön. Und nach 2 Minuten Ansprechen konnten wir gleich auch den Schuss ansetzen und die Sau liegt im Knall. Weidmannsheil, dem guten Schützen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so überwältigend, ey. Gleich die Waffe entjungfert. Dem ersten Schuss mit der Waffe. Ja, und auch mit der neuen Munition, ne? Ja, wie Gecko Star. Gecko Star? Ja, Sauber. voll Für durchgehauen. eine bleifreie Munition Respekt. Ja. Sauber. Liegt schön im Knall. Besonders bei der Größe, ne? Also, Hätte ich nicht erwartet. Ich habe einen guten Freund, der schießt den 3006, auch zufrieden. Aber die hatte öfters mal Fluchtstrecken. Aber mit der 9.3 Respekt, dass die gleich im Knall liegt. ja, Mega geil. Ich wollte es ja ausprobieren und wirklich geil. Bis jetzt gute Ergebnisse. Keine Fluchtstrecke. Lag gleich im Knall. Der Perfekt. Keiler hat ca. 100 Kilo, 120 Kilo. Wir werden Meinst gleich du so mal. schwer? Ich denke schon. Ich denke schon. Bin gespannt. Warte mal, sag mal wieder. So. Nachdem so langsam auch das Restlicht verschwand, waren wir gespannt, was uns an diesem Abend noch erwartet. Etwas später erkannten wir, wie auf 350 Metern ein weiteres Stück Schwarzwild durch das Bachbett wechselte. Wenig später wechselte hinter uns ein weiteres stärkeres Stück Schwarzwild über den Acker. Doch bevor Tobi zum Ansprechen an die Sau herankam, kam diese, wie im linken Bildausschnitt zu sehen, beim Mitjäger David deutlich besser. Weidmannsheil David. Auch dieser Fuchs ließ sich von den Schüssen nicht beeinflussen und schnürte über die Fläche. Und dann wurde es noch einmal richtig spannend. Wir erkannten vor uns im Schilfgürtel mehrere Wärmersignaturen. Der Größe nach zu urteilen, dürfte es sich eindeutig um Sauen handeln. Während wir darauf warteten, dass die Sauen auswechseln, stattete uns dieser Marder einen Besuch ab. Nachdem die Sauen nicht bereit waren, aus dem Schilf auszuwechseln, brachen wir den erfolgreichen Ansitz ab und entschieden uns, die Sau zu bergen, um im Anschluss für eine Pirsch noch genügend Zeit zu haben. So, dann gehen wir mal schauen. Sau haben wir ungefähr 8:45 erlegt. Haben jetzt ein bisschen abgewartet, hat noch einige Sauen vor. Auch jetzt einen Überläufertrupp. Die waren aber dadurch zu klein. David konnte auch eine Sau strecken. Und jetzt gehen wir mal an den Keiler dran und schauen, was uns da erwartet. Was schätzt du, wie groß ist die? Ich würde sagen 80, 90 Kilo. Aber Kaya meint, die wird schwerer. Schauen wir gleich mal. Was kann ich jetzt mir anpassen? Verrückt. Was ein Abend, oder? Ey, irre. Also 1,5 Stunden hier gestanden, zweimal eine dicke einzelne Sau vorgehabt, leider zu weit weg, dann der Überläufertrupp, dann die Sau, die wir beschossen haben und David. So, also Wahnsinn. Was kannst du? Ich habe schon Lachen gehört. Wie lachen? Ja, der Freude. Achso. Das geht ja rein.
Ja, jetzt kann ich eh reingehen, jetzt ist es auch egal. Ne? Ja? Lass mal kurz klarkommen. Ja, hast du gesagt. Ja. Wahnsinnserlebnis, einfach richtig, richtig toll und danke, dass ihr uns die Möglichkeit hier gegeben habt, hier zu weitwerken, besonders bei der Atmosphäre, vorher noch die Schafe hier von den Bauern durchgetrieben wurden und dann hier bei der Atmosphäre hier mit dem Bach im Hintergrund und den quakenden Fröschen, einfach richtig, richtig geiles Ambiente und Feeling hier mitten in den Bergen, mega geil, macht super viel Spaß und dann noch so einen Keiler hier zu strecken, das ist einfach, vollendet das Ganze hier. Toll, bleibt man Dank, mein Lieber. Geil. Nachdem das Stück Schwarzwild verbrochen wurde, begaben wir uns auf die Suche mit dem Auto, um auch für Christian einen passenden Keiler zu erwischen. Die sind groß. Und so dauerte es nicht lange, bis 2 große Stücke Schwarzwild neben uns an einer Feldkante in Richtung Einstand zogen. Kaya und Christian stiegen aus und versuchten schnell und leise an die Sauen heranzukommen, um die Sauen besser anzusprechen. So, liebe Leute, gerade haben wir noch 2 Sauen verpasst, leider. Im vollen Mondlicht haben sie uns, glaube ich, entweder gesehen oder waren selber in Unruhe und sind langsam rechts von uns weggezogen auf 300 Meter. Mal gucken, wir versuchen jetzt den Weg abzuschneiden. Haben noch eine Stelle, wo sie aus dem Weizen jetzt rauskommen müssten, wo sie lang gelaufen sind. Vielleicht kriegen wir sie dort und der Christian kann noch seinen dicken Keiler schießen vor heute Abend. So. Da mal gucken, genau. Da, wo wir sie gerade gesehen haben, die Tricksäge, ja. Weiß ja nie, ne? So, wir haben eben gerade jetzt noch eine schöne Rotte mit ein paar Bachen gesehen. 4 Bachen insgesamt haben wir gezählt. 3 Stück waren noch 50 Meter weiter weg. Mit ganz vielen kleinen Frischlingen. Aber die schonen wir natürlich. Wir wollen auch Nachwuchs wieder haben. Schauen jetzt mal, dass wir noch einen Keiler für den Christian kriegen. Ja, war schon schön zu sehen, ne? Ja. Wie die ganz kleinen, die waren ja noch gestreift, so klein wie die waren, ne? Wie die da rumgewuselt sind. Richtig ja, cool. Das lässt einem das Jägerherz schon aufschlagen, ne? Ja. Wenn man diese kleinen süßen Biester sieht. Das war schon cool. Ach, super cool. Da hinten steht noch ein Stück. Abseits der Rotte. Abseits der Rotte? Ja, hier vorne in der Ecke. Ja, die war auch dicker. Hier vorne auf 12 Uhr. Ja. Na, okay, das ist ja. Hier, genau, hier ist die Schneise. Oh ja. Das Teil aufstellen. Immer wieder hatten wir Schwarzwild vor, wir kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Doch an diesem Abend war offenbar kein passender Keiler mehr dabei. Und das erwartet euch im nächsten Teil. Abonnieren nicht vergessen, um keinen Jagdfilm mehr zu verpassen. Es lohnt sich.
Ja, liegt sie da? Ja. Ah, sauber. Alter. Alter. Du unverschämter Bengel, du. Boah. Das ist ja verrückt. Das darfst du dann doch nicht so machen.